Herzlich willkommen bei Deep Talk. Wir freuen uns, mit dir gemeinsam Gott besser kennenzulernen und uns durch Predigten und Interviews von ihm mehr und mehr verändern zu lassen und ein Leben zu führen, das sich lohnt. Ein Leben zur Gottes Ehre. Unser Anliegen ist es, mit dir über Themen zu sprechen, die tiefer gehen. Also eben nicht Smalltalk, sondern Deep Talk. Sei dabei und lass dich herausfordern. Hi und herzlich willkommen zur dritten und letzten Folge mit Marcel und Michelle Neufeld. Hier am Mikro begrüßt dich Tina. Schön, dass du mit dabei bist. Jetzt geht es weiter mit der bewegenden Geschichte der kleinen Maya und wie Gott die Eltern in seine Schule nimmt. Wie würdet ihr sagen, war das für euch als Ehepaar? Ich meine, ihr wart ja auch ganz oft viel getrennt und würdet ihr sagen, das war so belastend oder hat euch das vielleicht sogar noch enger zusammengeschweißt oder wie würdet ihr das sagen? Das ist auch echt eine gute und wichtige Frage auf jeden Fall. Wir hatten auch schon darüber gesprochen, allein schon, wir sind Gott wirklich dankbar, dass er uns gut vorbereitet hat darauf. Durch unsere Ehe, durch den Hausbau, was ja auch schon eine belastende Situation für eine Ehe ist. So verhältnismäßig klein, aber in dem Moment groß. Ja, genau. Ja. Und konnten wir schon sehr gut zusammenwachsen, wo wir merken, okay, wir können wirklich ein wirklich gutes Team sein, ne? Und weil wir im Hausbau auch wenig, bis gar nicht eigentlich gestritten haben und wir sind wirklich gut durchgekommen durch diese Zeit, wo wir Gott wirklich dankbar sind. Und deswegen hat uns die Krankheit von Maya auch noch mehr zueinander getrieben, ne? Muss man wirklich sagen. Also ich meine, man hat funktioniert, ne? Also Ehepaar, also so Zweisamkeit oder mal zusammen gegessen abends schon alleine, das war ja schon räumliche Trennung auch, ne? Also wir haben ja nicht mal abends zusammen gegessen, so wie man das im Alltag vielleicht hat, ne? Ich war hier, du warst da, du hattest mit den Jungs deinen Stress, ich hatte mit Maya meinen Stress, so der Alltag geht ja auch weiter, aber man hat auch so voll das eine ist, ich habe so voll so dieses, was einen verbunden hat, nur Marcel fühlt gerade das, was ich fühle. Es kann das vielleicht jeder irgendwie versuchen, irgendwo nachzuvollziehen, aber das, was ich so gerade fühle, was ich hier durchmache, das macht nur einer mit durch und das ist Marcel, auch Oma und Opa natürlich und Geschwister, die leiden auch, aber das kann man nur nachvollziehen, wenn man das wirklich erlebt hat und das war ja in dem Moment dann halt du oder für dich dann ich, ne? Und auch dieses einander wertschätzen, so, also dass du mir den Rücken so frei gehalten hast zu Hause, auch mit den Kindern und bist mit den Schwimmen gefahren und so. Natürlich ist dir nicht nach Schwimmen in dem Moment, ne? Wo ich gesagt habe, komm, weil die auch viel bei Oma und Opa waren oder bei Freunden waren, fahr mit den Schwimmen, ist schönes Wetter, ne? Die wollen nicht zu Hause sitzen oder so. Und also, dass man einfach so als Team richtig funktioniert, sich keine Vorwürfe macht oder man ist auch einfach dann müde. Also da fange ich doch jetzt nicht einen Streit an oder sowas, ne? So, da wirf irgendwas an den Kopf, sondern so beieinander auftanken eher so. Also dann auch, wenn ich nach Hause gekommen bin, war ich total, also wirklich nach diesen Krankenhaustagen, wenn ich dann mal eine Nacht zu Hause war ich ausgelaugt, ne? Ich bin manchmal dann, hast du gesagt, hier geh ins Zimmer. Maya hat zwar geschrien, weil die war wirklich auf mich fixiert, ne? Und dann habe ich manchmal 2 Stunden am Stück geschlafen, so die Batterie waren leer, ne? Und da hast du mir auch immer voll den Rücken freigehalten. Das hat uns schon ich wusste auch, was du halt im Krankenhaus halt durchmachst. Weil ja, so die gegenseitige Wertschätzung. Ist, ne? Und auch, was wir vorher auch nicht so hatten, dieses so über Gefühle miteinander sprechen, ne? Oder miteinander. Du hast zum Beispiel noch nie vor mir geweint. Das war so das erste Mal. Ich weine auch nicht viel. Und auf einmal weinen wir zusammen, so. Das war auch mal eine komplett neue Erfahrung, ne? Ja, auch mal darüber zu sprechen, auch. Wie fühle ich mich, so, ne? So, was vorher so ein bisschen so unsere Charaktereigenschaften ist, dass man nicht so über seine Gefühle spricht, viel mit sich selbst ausmacht, ne? So Stärke zeigen will oder sowas. Ich glaube, das ist auch viel Prägung, so, ne? Ja. Auch im russlanddeutschen Kontext. Ja, vielleicht. also so, man spricht nicht über seine Gefühle und sowas. Aber und auf einmal ist es wichtig, ja, wirklich, dass man, bevor man da kaputt geht, dass man da wirklich sagte, hey, also es war ja auch mal dann im Krankenhaus, wo ich dich angerufen habe und habe gesagt, ich kann nicht mehr, du musst kommen. Und dann bist du gekommen. Und ich bin für 1 Stunde nach Hause gefahren und habe einfach 1 Stunde geschlafen. Ne? Weil wirklich, dass man das auch einfach mal ausspricht. Ne? So. Ja, auf jeden Fall. Auch weil die schwere Phase kam ja dann noch mit der 5. Chemo. Die hat
Maya dann richtig weggehauen, muss man sagen. Da ging es ihr danach also wirklich richtig richtig gar nicht schlecht. erkannt. Ne? Ja, das hat man schon während der Chemo gemerkt. Sie hat viel erbrochen. Genau, da hat sie angefangen regelmäßig zu brechen und noch mehr abgenommen. Und sie wog ja unter 10 Kilo, teilweise auch mit Tumor noch. Ne? Der war ja fast 1 Kilo. Ja. Und so kann man sagen, 9 Kilo war sie am Schluss. Gestartet ist sie mit 12 Kilo. Ne? Sie hat dann im Laufe der 5. Chemo halt viel an Gewicht verloren, war sehr, halt sehr dünn und sie hat auch komplett aufgehört zu laufen. Sie hat sich nicht mehr bewegt, also sie hatte keine Kraft mehr zu laufen. Man hat sie hingestellt, die Beine haben gezittert und sie konnte keine Schritte mehr machen. Aber es war auch kein Wunder, also die Beine, das waren schon keine Beine mehr, ne? Das war Zahnstocher, oder? Ich konnte, also den Oberschenkel konnte ich in der Hand halten, also so komplett umschließen. Da war gar und die nichts Haut mehr. hing ja auch, also wir können, also wenn wir uns jetzt die Bilder angucken, dann können wir gar nicht glauben, wie wir das... Ja, da sind wir echt, also da bin ich echt dankbar, dass Gott mir die Augen davor verschlossen hat, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wenn ich jetzt die Bilder sehe, denke ich mir, wie habe ich das ausgehalten? Die so zu sehen. Sie so wirklich in so einem Zustand zu sehen. Aber in dem Moment hast du es nicht wahrgenommen. Vielleicht war auch, weil man den Prozess, weil man den Prozess so mitgemacht hat, weiß man, okay, ja, man hat die letzten Wochen halt so gesehen, aber da hat sich wirklich stark verändert. Die war sehr, sehr, sehr dünn. Und wir waren nicht lange zu Hause nach der 5. Chemo. Ein paar Tage und die war so anders auch und dann war das ja draußen, ne? Also saßen wir auf der Terrasse und die ist bei dir so im Arm eingeschlafen, wieder passend zum Weinen und dann habe ich auch einfach angefangen zu weinen. Ich habe gesagt, ich erkenne sie nicht wieder, ich glaube, wir müssen ins Krankenhaus so, ne? Weil sie hat gar nicht gelacht, wirklich gar nicht, also du konntest dich auf den Kopf stellen, die hat nicht gelacht, die hat nicht gegessen, getrunken hat sie, glaube ich, ein bisschen, aber und dann hatten wir so einen ganz normalen Kontrolltermin. Am nächsten Tag, glaube ich. Ja, dann, genau, wo man halt diesen Fingerpieks macht und da haben die auch schon so gesagt, boah, sie ist so ein bisschen warm auch, es ging noch an der Grenze, also deswegen hätte sie gar nicht da bleiben sollen. Dann habe ich auch voll angefangen zu weinen, vor denen habe ich auch gesagt, es tut mir leid. Dann meinten die, ach, alles gut, haben mir auch so gestreichelt. Und ich habe gesagt, aber ich kenne sie nicht wieder, ich mache mir richtig Sorgen. Sie isst nicht, also die muss ja was essen, also irgendwas. Und da hatte ich auch Gespräche mit Ernährungsberatungen, ja, das können sie untermischen und das. Und dann habe ich gesagt, ja, aber sie isst gar nichts. Also ich brauche nichts wo soll ich was untermischen, wenn sie nichts isst? Genau, und dann haben die gesagt, komm, ich glaube, das ist das Beste, wenn sie hier bleibt. Und dann habe ich auch selber gesagt, ja, ist es auch. Also so, wir bleiben hier. Wir sind nicht mehr nach Hause gefahren, ne? Du hast dann Sachen gebracht und so. Und dann am nächsten Tag, also die ist auch kaum mehr wach geworden. Also die hat fast nur noch geschlafen. Und dann am nächsten Tag ging auch so das Atmen schwer. Also die Sättigung fiel ab und so. Und dann, hat sie nachts halt so Blut kam aus ihrem Mund raus und so. Dann habe ich auch sofort die Schwester, was ist das jetzt? Dann hat sich herausgestellt, oder ist halt ganz normal, dass die Schleimhäute angegriffen werden. Das hatte sie auch mehr oder weniger die ganze Zeit, ne, dass die Lippen auch so aufgeplatzt waren und so. Und die haben sich halt entzündet von ihr vom Mund bis in den Darm. Also das kann man sich vorstellen, das war alles wund. Also wenn man mal so eine Afte oder sowas im Mund hat und das jetzt überall, ne, die hatte auch Durchfall stark, ne, dann. Ja, sie hat auch mal geschrien. Sie hat vorher schon geschrien, wahrscheinlich, als sie gespürt hat, wie das so durch den Darm, also das müssen also wirklich Schmerzen gewesen sein. Ja. Das kann man, also haben auch die Ärzte gesagt, das kann man sich nicht vorstellen, ne, und. Ja, sie hat auch gar nichts am Mund machen lassen. Ich habe einmal ein bisschen reingeguckt, also deswegen hat sie auch nichts mehr gegessen. Und es war einfach, also im Mund ist alles offen. Ja, genau, das Blut kam schon raus, richtig und so und. Ja. Sie hat noch sogar zwischendurch versucht zu essen, wahrscheinlich der Hunger doch groß, aber sie konnte nicht. Die Ärzte haben auch gesagt, Erwachsene würden nicht mal mehr reden und die Kinder versuchen trotzdem zu essen, ne? Also weil die das so stark sind sozusagen. Und dann hat auch die Ärztin gesagt, also unsere Onkologin, ich glaube, das wäre das Beste, wenn wir sie auf der Intensivstation weiter behandeln, weil das sieht auch danach aus, als ob sie Atemhilfe braucht. Ja, das ist natürlich auch ein Schock, ne? So wie haben wir auch. Ja, wir hatten so eine WhatsApp-Gruppe mit allen, die halt beten wollten für Maya und haben wir das auch reingeschrieben. Es sieht gerade gar nicht gut aus, ihr müsst für sie beten. Und man weiß auch so in dem Moment, das ist jetzt gerade gar nicht die Krankheit, sondern das Gift, was sie gerade richtig zerstört hat. Ne? Also so wissentlich, also das ist nicht schön, ne, dass man das, aber das halt, es gibt halt irgendwo keinen anderen Weg. Und du weißt, du hast auch noch Chemotherapien vor dir, also das ist jetzt auch nicht die letzte, ne? Und genau, dann ist sie auf die Intensivstation gekommen und
Dann hat sie auch hat sie auch Morphium irgendwann bekommen und dann war die auch richtig im Delirium, also die ist gar nicht mehr wach geworden, ne? Und da Antibiotikum, glaube ich, und irgendwann Nahrung über die Vene, damit sie halt damit sie nicht noch mehr abnimmt. Und dann waren wir da, glaube ich, 12 Tage oder so, bis sie aufgepäppelt war. Und dann halt nach Hause, ne, wieder. Also und danach ist sie auch bis nach der Tumor-OP nicht mehr gelaufen, ne, sie wurde nur noch getragen. Also da waren die Kräfte wirklich am Ende, ne. Ja, genau. Das war wirklich eine richtig heftige Zeit, wo man auch gerade nicht weiß, das passt jetzt, also das läuft jetzt hier gerade gar nicht nach Plan und wenn die Ärzte schon reinkommen und sagen, auf unserer Station sind wir gerade überfordert mit ihr, die muss auf der Intensivstation behandelt werden und dann ist schon hart, ne? Dass sie auch gar nicht mehr so richtig wach wurde und sowas, ne? Die Onkologen haben dann auch gemerkt, dass die jetzt keine Chemo mehr geben können. Sie hätte keine mehr vertragen. Fertig sozusagen, ne? Ja. Also. Und dann sind die auch, haben die nochmal ihre wöchentliche Besprechung da gehabt, ne? Und dann haben die auch gesagt, noch eine Chemo geht nicht aktuell. Haben nochmal ein MRT gemacht und dann haben sie gesagt, okay, wir probieren den jetzt rauszuholen. Genau. Und auch darauf hin, dass die Chemo nicht mehr so angeschlagen hat. Also sie hatte keinen Nutzen mehr davon richtig. Also ob die jetzt in 2 Zyklen operieren und der ist dann 0,5 Zentimeter kleiner. Oder, also der Körper ist halt kraftlos geworden. Ja. Genau, der Tumor ist kleiner geworden durch die Chemos, aber nicht so wie gewünscht. Ja, genau. Er war immer noch sehr groß am Ende. Ne? Und das war, wo die gesagt haben, ja, das bringt halt nicht mehr viel, noch eine zusätzliche Chemo. Und dann haben die OP geplant. Ja. Das war wirklich krass, weil du wusstest, also bei dem OP-Gespräch, bei dem Aufklärungsgespräch sagte der Chirurg zu uns, wir machen auf und dann schauen wir. Du weißt nicht, was passiert. Ja. Die konnten das selber noch nicht einschätzen, wie stark verwachsen er ist, ne? mit der Niere. Kriegen die den gelöst? Die wussten noch nicht, was mit dem Harnleiter ist. Und auch wieder ganz viele offene Fragen, die eigentlich nicht beantwortet werden konnten, sondern die müssen erstmal aufmachen und schauen. Dann. Also meinte er 3 Stunden, 13 Stunden, also rechnen sie mit allem, ne? Genau. Boah, und dann einfach das abzugeben in die Hände der Ärzte sozusagen, du weißt nicht, das muss schon krass gewesen sein. Ja, auch das Kind da abzugeben, davor hatten wir auch schon eine OP gehabt, wo du das Kind abgibst in Hände, die du nicht kennst eigentlich. Du musst ja voll drauf vertrauen, dass die ihren Job gut machen. Das gibt es ja in einer natürlichen Situation sowas nicht, ne? Dass du einfach Leuten einfach dein Kind gibst, ne? Ja, aber da bist du dazu gezwungen. Vertraust halt so voll auf Gott, ne? Dass er halt dabei ist, was halt voll viel Kraft gibt, ne? Was für ein Segen, dass man beten kann, und man weiß trotzdem, das Kind ist nicht allein, sondern auch wenn wir Jesus jetzt nicht ist dabei, da und geht mit ihr da durch. Und das ist wirklich so schön zu wissen, dass wir so einen starken Gott haben, der immer bei uns ist. Ne? Und wie lang war die OP dann? So um die 8 Stunden. 8 Stunden war sie dann, ja. Genau, und dann haben die uns angerufen. Also wir waren halt im Krankenhaus die ganze Zeit, aber die rufen dann an, damit du nicht die ganze Zeit im Zimmer sitzen musst, ne? Auch mal zur Cafeteria oder so. Ja. Und dann hieß es, ja, ihr dürft zu Maya, die ist wach. Ja. Das war auch krass, weil man wusste ja nicht, wie sie dann so aussieht, und dann kommst du zu. Ja, genau, vorher hat sie mir gesagt, die Anästhesistin war bei mir, die wollte sich mal angucken, die war total lieb. Ja. Und die hat zu mir schon gesagt, rechnen Sie eher damit, dass sie intubiert sein wird, also so komamäßig, ne, dass wir sie nicht sofort wach machen, weil sie wird Schmerzen haben. Und der Kreislauf nach so einer langen OP, der muss erstmal langsam wieder zu sich kommen. Und damit haben wir so ein bisschen gerechnet. Aber als wir ins Zimmer kamen, sie war dann auf der Intensivstation, also nicht im Aufwachraum, wir konnten beide zu ihr. Und die sah natürlich nicht gut aus, aber besser, als wir erwartet hatten. Ne? Also die war komplett wach. Die war komplett wach, ja. Natürlich ein Riesenschnitt hier. Ja. Von direkt unterm Brustbein bis unten zum Schambein runter, also komplett den ganzen Bauch aufgeschnitten. Aber als wir dann zu ihr kamen, sie war noch zugedeckt, und dann hat die Schwester die Decke weggenommen. Ja, sie wollte uns so zeigen, wie der Schnitt so war. Ne? Genau, und dann hatte sie halt ein Pflaster drüber, und auf dem Pflaster hat eine Schwester drauf geschrieben,
Gott segne und behüte dich. Gott segne und behüte dich. Ja, dann haben wir auch richtig zu weinen. Ne? Ja, da kann man so die Tränen. Da war schon das OP-Ergebnis irgendwie so fast schon egal, aber wir dachten so, jemand hat sich voll Gedanken gemacht und es war jemand im OP, ein Christ auch, der mitgebetet hat, ne? Also wirklich, das war für uns so, wer hat das gemacht? Ne? Heftig. Ja. Das war wirklich, für einen persönlich so ein krasser Moment. Ja. Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall sind wir ihr sehr dankbar, dass sie das gemacht hat. Ne? Auch wenn das für sie vielleicht nur so ein kurzer Gedanke war, aber was das für uns bedeutet hat, ne? Das war wirklich krass, ja. Zur OP selber, die haben wirklich geschafft, den Tumor komplett, zu lösen komplett. Der ist mit der Niere komplett verwachsen gewesen. Die Niere war komplett platt dran. Und die mussten dann mit stumpfem Werkzeug Millimeter für Millimeter den Tumor von der Niere lösen. Und das haben die dann geschafft. Und dann war das nächste Problem, der Tumor war so und der Harnleiter ist einfach mittendrin durch. Ja. Der Tumor ist um den Harnleiter drum gewachsen. Und über den brauchst du ja auch für die Niere. Ne? Ja. Und dann haben die einfach probiert, den Tumor zu öffnen, so wie er drum gewachsen ist. Und dann haben die den Harnleiter auch Stück für Stück von dem Tumor gelöst. Und das hat auch geklappt. Und das ist ein absolutes Wunder, was da wirklich passiert ist. Kamen die Chirurgen auch rein und haben uns das auch erklärt. Später dann auch nicht an dem Tag, aber gefragt, ob wir Bilder sehen wollten wir. Ne? Das ist wirklich, wir waren denen so dankbar. Ne? Also so und wir haben die alles gegeben sozusagen. Ne? Das haben die uns auch vorher gesagt. Ne? Also gar nicht so abgeklärt, sondern so richtig so, wir werden morgen alles geben für ihr Kind. Also da können sie sich sicher sein, das hat uns auch viel bedeutet. Ne? Dass das für die nicht einfach irgendwas war, sondern die haben wirklich dahinter gesehen, das ist ein Mensch, das ist ein Kind, was noch eine Zukunft vor sich hat und sowas. Ne? Also da wirklich mit Herzblut. Ne? Ja, absolut. Genau, die OP ist dann gut verlaufen, so kann man sagen. Ja, ne? auf jeden Fall. Ja, und dann... Es war auch schön vor der OP für dich, als du sie abgegeben hast. Ne? Ja, genau. Ich habe sie alleine abgegeben, weil du noch bei den Kindern morgens warst. Ne? Ja. Und dann bin ich mit dem Fahrstuhl runter, wollte ich wieder erstmal kurz in mein Zimmer auf dich warten und dann habe ich rausgeguckt und ich war jetzt auf der anderen Seite, also ich war auf einer anderen Station als auf der onkologischen, weil das war halt die chirurgische Station und dann habe ich halt nach vorne geguckt aus dem Fenster und da war dann Regenbogen ohne Regen, ne? Und da habe ich auch ich wollte gerade meinen Freundinnen eine Sprachnotiz machen, ich habe Maya abgegeben, ihr könnt beten und sowas und dann musste ich voll abbrechen, weil das so voll das Zeichen war, es wird alles gut. Und wurde es dann auch. Also das war voll die Verheißung. Ist, ne? Gott ist treu. Also voll die Umarmung und das, unglaublich. Genau. Ja, ihr habt gerade auch schon erwähnt, also du hast dann deine Freundinnen informiert oder ihr hattet auch diesen WhatsApp-Kanal. Grundsätzlich, ihr habt das dann ja auch eurem Umfeld mitgeteilt. Eurer Gemeinde wahrscheinlich auch, dass möglichst viele beten. Hattet ihr trotzdem so manchmal das Gefühl, so keiner versteht uns oder es geht nur uns so? Oder wie würdet ihr das so beschreiben? Eigentlich finde ich, hat unser Umfeld richtig gut reagiert. Ne? Ja. Also Familie, Freunde, wir hatten so viele Helfer, also aus der Gemeinde, aus anderen Gemeinden wirklich. Also es hat uns richtig bewegt. Wir haben auch diese WhatsApp-Gruppe gemacht, weil wir dachten, hat man die Kraft, 50 Leuten jetzt immer zu schreiben, ja, es geht dir gut, nein, es geht dir nicht gut, so. Und dann wurde uns auch der Rat gegeben, hey, mach doch eine Gruppe und dann kommen die Leute rein, die es interessiert und die es nicht interessiert, die sind da nicht drin und dann schreibt ihr einen Text. Und alle wissen Bescheid. Ja. Und dass da aber am Ende über 400 Leute drin sind, damit haben wir nicht gerechnet und das hat uns auch sehr bewegt, dass so viele Leute, das ist halt unser Kind, das ist für uns alles und dass die da auch so mit fiebern und beten und das haben wir auch gespürt, ne, dass so viele Leute beten. Ja. Weil wir hatten so einen Frieden und so eine Kraft bekommen, das ist kein Charakterzug, sondern das ist einfach Gott, ne, ohne ihn wird man das gar nicht durchstehen und eigentlich, wie gesagt, auch Freunde, die haben so viel die Jungs abgenommen, Familie, die haben uns Essen vor die Tür gestellt, ohne zu fragen. Sogar fast Fremde haben uns Sachen vor die Tür gestellt, weil uns ein gleiches Schicksal verbindet. Ne? Und also das ist wirklich, haben wir uns auch so mitgenommen, ne? Dass man auch so reagiert, für andere da ist. Schön. Ja, man hat doch nicht immer die Kraft, muss ich sagen, zu beten in einigen Situationen. Und dann ist es so schön zu wissen, dass da so viele Leute hinter einem stehen, die einen für einen beten. Und das ist ein unfassbarer Segen, den wir als Christen haben dürfen, dass wir füreinander beten dürfen. Ja, deswegen finde ich es, würde ich es auch jedem raten, der Unterstützung braucht, teilt es mit den Leuten. Ja. Und das ist keine Selbstdarstellung oder so, sondern das ist halt voll der Segen, ne?
Ja, weil dadurch kriegst du so unfassbar viel Kraft, weil du weißt, auch wenn ich es jetzt gerade nicht kann, das sind Leute, die für mich beten und das gibt wirklich sehr viel Kraft. Ich weiß, bei der ersten OP, dann hat die Gemeinde sich im Jugendraum, also die Zeit hatten, das war ja morgens, während der Zeit versammelt und hat gebetet, da haben die uns Fotos geschickt, wow, das hat uns bewegt. Ne? Ja. Bei der zweiten OP haben die auch, ne, dein Bruder einen Gebetsabend veranstaltet und das im Status und die kommen wollten und so und denkst so, boah, krass, das machen die alles so, also so wirklich Geschwisterliebe auch so untereinander, unter Christen, ne? Und also wirklich ein richtig gutes, starkes Umfeld hatten wir da. Ja. Hammer, für euch und Zeugnis. Das ist auch voll der gute Appell, so, was ihr gerade gesagt habt, teilt das, weil wir müssen das nicht allein tragen. Das will Gott ja auch gar nicht, dass wir so alleine tragen. Wir haben ja Geschwister, ne? Ja. Richtig gut. Ja, es kam schon so ein bisschen durch, aber vielleicht könntet ihr das nochmal so auf den Punkt bringen. Was hat euch geholfen, so nicht daran zu zerbrechen, an diesem ganzen Schweren, was ihr erlebt habt? Ja, auf jeden Fall der Glaube, ne? Also das war auch unser Gebet. Natürlich wollten wir, dass Maya gesund wird. Das haben wir, aber wir haben das auch voll so einfach, dass wir die Kraft haben. Ne? Wir haben immer wieder gebetet, dass wir die Kraft haben und dass wir auch Gott keinen Vorwurf machen. Ne? Wir haben immer wieder gesagt, Gott ist gut und Gott macht keine Fehler und auch das ist kein Fehler von Gott und das hat uns so einen Frieden gegeben, ne? Wenn man das abgibt und mal, also so auch so, ja, darauf sieht, ne, wie mit dem Kreuz, mit dem Vers, mit dem Regenbogen. Gott hat uns nicht verlassen oder bestraft oder sondern er ist so voll da, ne? Also er möchte nicht, dass Kinder leiden, er möchte nicht, dass Kinder krank sind. Es ist halt die Welt, in der wir leben und er liebt uns so sehr, ne? Ja, absolut. Das hat einen getragen, dass Gott immer da ist. Auch die Leute, die für uns gebetet haben, ne? Die haben auch uns getragen. Also durch die Gebete haben wir uns auch getragen gefühlt, auf jeden Fall. Sind wir auch sehr dankbar für, ne? Ja, absolut. Ja, absolut. Ja, sowas wünscht man halt irgendwie niemanden. Und trotzdem schenkt Gott dadurch trotzdem auch irgendwie wertvolle Erfahrungen. Würdet ihr sagen, das hat auch eurem Glauben nochmal so eine neue Tiefe gegeben? Ja, auf jeden Fall. Wirklich gute Frage, weil einerseits will man das nie wieder durchmachen. Auch gerade für sie nie wieder, ne? Ja, also genau, sie ist ja diejenige, die richtig gelitten hat. Ja, ne? Wo du sagst, nie wieder. Auf der anderen Seite, wo du merkst, ich bin durch diese ganze Phase bin ich im Glauben so viel weitergekommen, als wenn ich ganz normal, sonst hätte ich wahrscheinlich Jahre dafür gebraucht, um das für mich wirklich so festzumachen. Und so hat Gott wirklich einen so da durchgetragen und man hat die Nähe nochmal ganz deutlich gespürt, dass Gott da ist. Und da würde ich sagen, um diesetwillen würde ich das gar nicht missen, weil das war eine unfassbar starke Zeit. Diese völlige Abhängigkeit auch. Du hast halt gar keine Kontrolle. Du vertraust halt so und deine Gebete sehen auf einmal ganz anders aus. Nicht so dieses, das und das soll passieren, bitte, Amen, sondern und wenn das passiert, dann schenk uns die Kraft und wir wollen wir wollen auf dich vertrauen und wirklich, es hat voll den Glauben, also auch den Charakter entwickelt. Die Beziehung zu Gott natürlich voll gesteckt, auch so, ne, auch menschlich, dass man jetzt auch so, du weißt nie, was ein anderer Mensch durchmacht, ne, so, also, dass ich also auch so selbst reflektiert vielleicht, so, dass man auch im Umgang mit anderen Menschen, ne, weil wenn Barmherziger. Ja, dass man auch jetzt zum Beispiel hat Maya viele Wutanfälle und so, dann schmeißt sie sich im Laden hin, natürlich sehe ich, dass die Leute gucken und innerlich denke ich mir so, boah, wie oft habe ich vielleicht ein Kind oder Eltern verurteilt, die wo ich denke, boah, ist das nicht erzogen oder sowas, ne? Und so werde ich vielleicht jetzt auch angeguckt, aber die Leute wissen nicht, was hat das Kind oder warum hat das einen Schnuller, warum, also so auf andere jetzt, ne? Dass man vielleicht so ein bisschen, wie du sagst, barmherziger ist, ne? Also du weißt nicht, was Leute durchmachen, nur weil die vor dir stehen und zwei Beine haben und gerade stehen können, heißt das nicht, dass die nicht gerade irgendwelche Phasen durchleben, ne? Also so. Ja, was ich auch schwierig fand, was man auch erfahren musste, ist, man muss so einen kleinen Spagat machen. Nicht klein, das ist ein riesiger Spagat, weil du betest einerseits um Genesung, du willst, dass dein Kind gesund wird und dafür dürfen wir auch beten, das möchte Gott ja auch, dass wir um Genesung beten. Auf der anderen Seite musst du aber auch sagen, ich nehme alles aus deiner Hand. Und das ist ein Spagat, den man nicht so einfach hinkriegt. Du betest dafür und du willst es auch glauben. Auf der anderen Seite nimm es aus Gottes Hand, so wie es kommt. Ja. Das ist schwer.
Das ist wirklich, wirklich hart. Und da muss man halt, da ist wieder diese komplette Abhängigkeit von Gott. Wo du sagst, ich lege einfach alles in deine Hand, aber trotzdem dürfen wir halt auch trotzdem um Genesung beten. Dann, ne? So ein, also wir wissen 100%, er kann sie heilen und er hätte sie auch sofort heilen können. Aber er muss es nicht, ne? Und das heißt nicht, dass er den einen mehr liebt und den anderen weniger liebt, sondern er hat halt für jeden einen Plan und den werden wir vielleicht irgendwann verstehen. Aber jetzt noch nicht, auf jeden Fall. Mhm. Wie ist denn jetzt der aktuelle Stand von Maya? Genau, das mit der OP hat ja gut geklappt und dann wird der Tumor selbst auch nochmal untersucht und da kam dann raus, auch wenn es auf den MRT-Bildern nicht so aussah, als ob jetzt die Chemo so viel wirkt, hat es doch viel gebracht. Also innerlich waren da fast nur noch tote Zellen und gerade im Hinblick darauf, wie sie so da jetzt so auf die Chemos reagiert hat, hat uns die Ärztin dann nach 2-3 Wochen angerufen, wo sie dann ja noch sich erholen sollte von der OP und wir wussten, okay, es wird ja nochmal in die Chemophase gehen und gemeint, okay, Maya ist fertig, die braucht keine Therapie mehr. Ihr seid könnt zu den Abschlussuntersuchungen kommen. Ja, und das war natürlich Freude. Also das kann man gar nicht ausdrücken. Ne? Man hat es jetzt echt geschafft. Also du hast die ganze Zeit dieses Ziel vor Augen und dann irgendwann ist die Therapiephase vorbei. Ich meine, dann ist noch nicht alles vorbei, aber diese Therapiephase, die ist einfach intensiv und auf einmal ist es geschafft, obwohl du wusstest, du hast noch 2 Chemos offen, 2 Zyklen hatten wir noch offen, 5 hatte sie geschafft, 7 musste sie, weil die erste ja nicht mitzählte und die waren einfach, die wurden uns einfach geschenkt. Ne? Ja. Also das war wirklich ein richtiges Wunder. Und ihr geht's jetzt richtig gut, kann man sagen. Also sie blüht auf, sie hat zugenommen, sie läuft, sie redet, sie fängt an zu sprechen, ihre Haare wachsen auch, was ja nebensächlich ist, aber das wirkt ja natürlich auch gesund. Ich glaube, Leute, die sie jetzt kennenlernen würden, die würden nicht sagen, dass sie vor ein paar Monaten noch schwer krank war. Also sie hat ein paar Tumorreste hat sie noch im Körper, die sind aber für die Onkologen erstmal nicht besorgniserregend, die bleiben da erstmal, die werden natürlich beobachtet, also alle 6 Wochen haben wir jetzt einen Termin, MRT, Ultraschall, immer im Wechsel, Blutabnahme und so weiter, also wir werden noch lange Patienten bleiben, 10 Jahre ungefähr, aber das ist auch gut so, also wir fühlen uns da gut aufgehoben. Sie hat einen sehr hohen Blutdruck, also sie ist auf Medikamente angewiesen durch die kaputte Niere, also die kann sich noch regenerieren, aber die macht dann halt einen hohen Blutdruck. Wie lange das so ist, das wissen wir nicht. Aber mit den Medikamenten kann sie gut leben. Und das ist jetzt der Stand, ja. Also sie erholt sich richtig gut. Wir erholen uns auch richtig so gut. Natürlich hat man seinen Trubel, seinen Alltag und so richtig zur Ruhe kommen, tut man nicht. Aber es ist natürlich ein Aufleben wieder nach so einer harten Zeit, dass man wieder auch seinen Alltag hat, zur Gemeinde gehen kann, also so, ne, Maya mitnehmen kann. Die freuen sich auch alle, sie zu sehen. Ja. Haben ja so lange für sie gebetet, ne, also wirklich, es ist schön zu sehen, dass sie so aufblüht. Ja, für euch auch vielleicht einfach mal wieder Freunde treffen oder was zusammen unternehmen. Ja, wie schön. Ja. Wow. Ja, voll gut zu hören, aber du hast das gerade eben schon ein bisschen angesprochen. Wenn Gott das jetzt nicht so hätte kommen lassen, wie denkt ihr, wäre da trotzdem diese Zuversicht oder wie würdet ihr das einschätzen? Ja, also es ist schwer zu sagen, weil man das nicht wirklich durchgelebt hat. Also es ist nicht passiert, deswegen kann man jetzt nicht genau sagen, okay, dann hätten wir es trotzdem so schaffen können. Und das möchten wir uns auch gar nicht anmaßen, sowas auch zu beurteilen. Ne? Das ist für Leute, die das wirklich durchgemacht haben, ist das nochmal was ganz anderes. Aber was man sagen kann definitiv ist, dass man den Gedanken hatte, das abzugeben und man auch wusste, okay, diese Krankheit kann sie auch töten, ne? Und auch darüber zu sprechen miteinander, ne? So ein Gespräch ist auch nicht schön, ne? Genau, das ist, das muss man sich wirklich bewusst machen und das muss man auch Gott abgeben. Und das ist mir schwer gefallen, wirklich. Wir haben darüber geredet auch. Und das war ziemlich am Anfang. Ja, das war noch vor dem MRT, genau. Und wir hatten darüber geredet und mir ist das, ich konnte es nicht aussprechen, ich wollte es gar nicht aussprechen, weil ich dann immer wieder sofort einen Kloßenhals hatte, so, ne? Und es war mir unfassbar schwer und dann bin ich nach Hause gefahren
Und habe den Gedanken nicht mehr aus dem Kopf gekriegt. Was passiert, wenn sie stirbt? Was passiert dann? Ich habe dann geweint auf dem Weg nach Hause. Und in dem Moment habe ich mich wirklich so leer gefühlt. Auch und dann habe ich einfach gebetet, Gott, wo bist du? Ich spüre dich nicht. Ne? Ich brauche dich jetzt, genau jetzt. Aber wo bist du? Und zeig dich mir, gib mir irgendein Zeichen. Und dann fahre ich weiter und in deinem Kopf arbeitet das ja weiter und irgendwann mal merke ich so, boah, was verlangst du hier gerade? Und dann musste ich echt nur mal sagen, ey, es tut mir leid, dass ich das von dir gefordert habe. Weil, guck mein Leben an, du hast mir in meinem Leben so viel getan. Ich weiß, dass du da bist und ich weiß, du hast mein Leben verändert von Grund auf. Und dann habe ich gesagt, es tut mir leid, ich brauche kein Zeichen von dir, ich weiß, dass du da bist. Weil das war für mich wirklich der Moment, wo ich dann auch aussprechen konnte. Zwar unter Tränen, aber ich habe ausgesprochen, Gott, wenn du sie mir nimmst, dann ist das so und dann auch das möchte ich dir abgeben. Und schenk mir die Ruhe darüber. Ich war noch voll aufgewühlt, aber am nächsten Tag bin ich aufgewacht und Gott hat mir die Ruhe darüber geschenkt und ich konnte auch dann darüber reden und sagen, ja, Gott kann sie auch nehmen. Und wenn das so ist, dann wollen wir das auch aus seiner Hand nehmen. Genau. Ja. Deswegen, also wie du schon gesagt hast, ne, also so wie wir wirklich reagieren, das können nur Eltern sagen, die das durchgemacht haben, das können wir uns nicht vorstellen. Also das wollen wir uns auch gar nicht vorstellen, aber da hatte ich auch so eine Situation, so wie du, die habe ich dir erzählt, daraufhin hat er dann auch gebetet, dass das war schon vorher, wir haben in der Gemeinde oft ein Lied gesungen und da heißt es dann, egal was du mir nimmst, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Herr. Und ich hatte voll die Schwierigkeit mit diesem Lied und ich glaube, ich habe mich umgeguckt, alle singen das so normal, wissen die überhaupt, was die singen so? Und ich weiß auch warum, ne, weil Gott mich vorbereitet hat auf so diesen Tag, weil mir das, also ich glaube, manchmal singt man einfach Lieder, ohne jetzt so viel darüber nachzudenken, aber in dem Moment hat das so voll zu mir gesprochen und auch jedes Mal, wenn wir das gesungen haben, ich habe das einfach nicht mitgesungen, weil ich dachte, das ist so voll der Kampf in mir. Und dann, genau, war das der Abend vor dem MRT, wo wir nicht wussten, was wird jetzt die Diagnose sein, dass sie einen Tumor hat, steht fest, aber wie sieht's aus mit ihr? Und dann bist du so aufgewühlt und du brauchst einfach Gott in dem Moment, ja, und dann habe ich auch zu ihm gebetet und dann habe ich auch gesagt, ja, du hast sie, aber ja, das ist natürlich nicht schön, ne, sowas zu sagen. Oder einfach, oder darüber überhaupt nachzudenken. Dann habe ich auch gesagt, habe ich halt gebetet, ich möchte nicht, dass sie leidet lange, also so, ne, aber ich wusste ja auch, dass er das Beste für sie will, egal was ist, ne, und bei Gott ist sie ja auch sicher, ne? Und dann habe ich auch alleine im Zimmer diese Passage gesungen. Egal, was du mir gibst, egal, was du benimmst, du bist und bleibst mein Herr. Und ich hoffe, dass ich das auch sagen kann. Also, das habe ich ihm versprochen und ich hoffe, also daran möchte ich festhalten, ne? Ja. Danke für eure Ehrlichkeit. Ja. Und ja, auch für diese tiefen Einblicke. Voll stark. Wir sind ja alle schwache Menschen unterwegs im selben Boot, sage ich mal, und auf dem Weg zu Jesus und dass er uns immer wieder hilft und Stärke gibt und uns im Glauben halt einfach aufrichtet. Voll schön, das zu hören. Ja, ich komme auch schon fast zur letzten Frage. Noch eine Sache. Habt ihr irgendwie auch Möglichkeiten gehabt, dadurch irgendwie Zeugnis zu geben, vielleicht auch gerade unter Leuten, die zum Beispiel noch gar nicht im Glauben sind, noch gar nicht mit Jesus leben? Wie war das so? Ich hoffe, ja. Ich hoffe also auch, man muss sagen, mit den Eltern auf Station, man ist direkt auf einer anderen Ebene von Freundschaft, weil das sind Menschen, die das wirklich nachvollziehen können. Also die anderen natürlich fühlst du auch als wenn du Mama, Papa bist, wenn du Schwester, Bruder bist, du fühlst auch mit, wie es sich ungefähr anfühlen könnte. Das will ich gar nicht absprechen, aber wenn du das selber erlebt hast, dann weißt du, was das heißt, so eine Diagnose zu bekommen. Und deswegen, und man verbringt ja auch sehr viel Zeit mit den Leuten. Also ich habe abends dann in der Küche mit meinen bestimmten Frauen gesessen und auch gelacht, so, was so paradox ist. Man denkt so eine Kinderkrebsstation und so, aber nein, wir haben gelacht, ne? Und da haben wir auch auf einmal, also viel konnten wir auch über den Glauben sprechen, ne? Auch gerade mit einer Mama, die ja auch so ein bisschen Hintergrund hatte und ich hoffe einfach, dass man denen irgendwie so
ein Licht sein konnte, ne? Auch für Familie. Haben wir auch immer wieder betont, ne? Dass Gott keine Fehler macht, also dass von Anfang an zur Ehre Gottes die Geschichte geteilt, denen auch, und auch auf einmal ist die Menschenfurcht auch weg, ne? Auch gegenüber Familie oder so, und dann sagst du denen einfach, jetzt kommt Zeit drauf an und jetzt will ich nicht feige sein, meine Chance zu nutzen, weil irgendwozu hat Gott das zugelassen und da wollen wir nicht feige sein. Ja, und aus der Komfortzone heraus. Gott gibt auch wirklich den Mut. So eine Situation öffnet auch die Herzen von anderen Leuten und auch gerade unter Arbeitskollegen oder sonst an der Familie, Freunde, wo man einfach dann sagen kann, ich vertraue auf Gott und er macht keine Fehler. Das ist allein, ich glaube, solche Sätze bringen die Leute auch schon zum Nachdenken. Und das ist, haben wir auch als unsere Aufgabe gesehen, dass das auch jetzt wirklich ganz klar zu bekennen, jetzt die Zeit zu bekennen. Ne? Und zu sagen, das wollen wir zu ihrer Gottes weitergeben. Was der ausschlaggebende Punkt war, es kommt dich dann ja auch eine Psychologin besuchen, also super liebe, also die begleitet dich, die gehört zum Team dazu, ne? Die ist dann immer wieder mal da, also auch einfach mal zwischendurch Smalltalk, ne? Also es ist gar nicht immer direkt auf so tiefer Ebene und sowas, und die hat dann auch direkt gefragt natürlich, was auch richtig sinnvoll ist, finde ich, auf so einer Station, ob wir irgendwas haben, was uns Halt gibt, ob wir Umkreis haben. Und dann, das war ja der Punkt, wo bei mir so dieser Gedanke war, jetzt ist die Zeit zum Bezeugen, und eigentlich bin ich gar nicht so der nach außen hin direkt so Typ. Dann habe ich gesagt, ja, wir vertrauen halt voll auf Jesus und so, ne? Dann war sie auch so, super, dann habt ihr bestimmt auch eine Gemeinde hinter euch. Also kannte sie auch schon so ein bisschen, ne? Und ich hoffe, dass da auch vielleicht auch der ein oder andere Stolz gebrochen wird und die auch die Geschichte sehen und sehen, weil viele uns das auch gesagt haben, wow, ihr geht damit so stark um. Nein, das ist einfach Gottes Stärke, die er mir am Tag der Diagnose verheißen hat. Also, dass er uns die Kraft geben wird, und das hat er auch erfüllt. Also er hat uns die Kraft gegeben. Ja, stark. Dann komme ich jetzt wirklich zur allerletzten Frage. Und zwar, was würdet ihr den Zuhörern noch zum Schluss mitgeben wollen? Ich glaube, also das, was, wenn man das jetzt so im Nachhinein betrachtet und nochmal drauf schaut, ich glaube, es ist wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, was einem wichtig ist im Leben, was dir der Glaube gibt, was Jesus dir geben kann, und auch, glaube ich, einfach für solche Dinge, für solche Situationen, sich wenigstens im Kopf einmal klar zu machen, wenn sowas passiert, das haut dich komplett um, und dann kann man auch nicht mehr klar denken. Aber was ist meine Basis dann? Was ist in dem Moment, worauf will ich dann in meinem Kopf zurückgreifen und sagen, ey, das ist jetzt wichtig? Ich glaube, da sollte sich jeder einmal Gedanken drüber machen, weil die erste Reaktion ist menschlich, die ist immer anders, da reagiert jeder anders. So einen Schock zu verarbeiten ist immer unterschiedlich, aber was passiert danach? Was ist deine Basis? Und da für sich einmal wirklich klar zu machen, Jesus ist das Fundament. Und darauf greife ich immer wieder zurück. Ich kann nicht tiefer fallen als in seiner Hand. Ein Lied ist wirklich, wirklich so schön und perfekt. Das beschreibt es einfach perfekt. Du fällst in dem Moment, aber du fällst nicht tiefer als in seiner Hand. Und das ist unsere Basis. Und da kann ich nur wirklich jedem raten, Stürme kommen im Leben. Und die sind unausweichlich. Aber da für sich klar zu machen, wenn der erste Schock vorbei ist, was ist meine Basis und worauf will ich aufbauen? Und ich glaube, das kann man wirklich, würde ich auch gerne jedem mitgeben, der vielleicht sich auch gar noch nie darüber Gedanken gemacht hat. Aber irgendwann mal im Leben wird sowas passieren. Ja, passend dazu auch dieses, also kann ich nur so Werbung dafür machen, also mit Jesus zu gehen, weil, also ich persönlich hätte das nicht geschafft, alleine, oder auf jeden Fall nicht so, wie wir es jetzt geschafft haben. In so einem tiefen Frieden auch, während der OP zusammen Kaffee zu trinken. Natürlich ist man aufgeregt, aber ich weiß voll, Jesus ist da. Also wovor sollen wir uns fürchten, so, ne? Genau, weil ich habe auch mit jemandem
gesprochen. Dann kamen auch so Worte wie, aber ich könnte mich nicht bekehren, so die Kontrolle Gott abgeben. Aber es kommen einfach, wie du sagst, Momente, die sehen bei jedem unterschiedlich aus, aber wo du die Kontrolle abgeben musst, wo du vorm OP stehst und dein Kind abgibst und hier, ob du Christ bist oder nicht Christ bist, hier darfst du nicht rein und hier gibst du Kontrolle ab. Und dann kann ich nur sagen, dann gib die Kontrolle Jesus ab, weil viel sicherer kann sie gar nicht sein. Also das war für mich so ein schönes Bild. Wir haben auch ein Bild bekommen von einer Unbekannten, die Maya gemalt hat, also mit Jesus an der Hand, so von hinten, die das steht, hängt bei ihr auch im Zimmer an die Person, die das gemalt hat. Genau, und das ist für mich so voll das Bild. Wir haben sie in Jesu Hand abgegeben und das ist das Beste, was wir hätten machen können. Ne? Ja. Wow. Amen. Ja. Danke Ja. für euer starkes Zeugnis. Ja. Also wirklich eine richtig bewegende Geschichte. Ich wusste ja selber noch gar nicht so die ganzen Details, als ich euch eingeladen habe und ja, bin auf jeden Fall richtig mitgenommen worden und ich wünsche euch weiter viel Kraft. Es ist ja noch ein langer Genesungsprozess und dass ihr weiter so diese Festigkeit im Glauben auch behaltet und ja, dass ihr weiter so mutig Zeugnis gebt. Also vielen Dank. Danke. Schön, Danke. schön, dass ihr da wart. Danke, dass wir kommen durften. Ja, und ihr lieben Zuhörer, möchte ich auch einfach das nochmal mit ans Herz legen. Mach dir doch mal Gedanken drüber, was dein Fundament ist. In den schwierigen Zeiten des Lebens, und sie werden kommen, das hast du gerade gehört, da brauchen wir einen festen Halt. Und ja, ich wünsche dir, dass dieser feste Halt Jesus ist. Und wenn nicht, dann darfst du das auch einfach heute noch, diesen Schritt tun auch und Jesus annehmen. Und falls du Fragen haben solltest und falls du niemanden kennst aus deiner Gegend, vielleicht aus deinem Umfeld, der dir helfen kann, dann kannst du dich auch sehr gerne bei uns melden. Und ansonsten, ja, wünsche ich dir eine gesegnete Woche. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es für dich ein Segen war und du etwas mitnehmen konntest, dann teile Deep Talk gerne mit deinen Freunden und fühl dich frei, auch uns ein Feedback zu schreiben. Wir würden uns da sehr darüber freuen. Wenn du heute zum ersten Mal dabei warst oder eine Sendung verpasst hast, kannst du alle vorherigen Sendungen auf Spotify oder auf Soundcloud finden. Mehr Infos über Deep Talk oder Segenswelle allgemein findest du auf www.segenswelle.de oder auf unserem Instagram-Feed, auch unter Segenswelle zu finden. Falls du Fragen und Anregungen, zum Beispiel Themenvorschläge hast, schreib uns gerne. Wir wünschen dir noch eine gesegnete Woche mit den Worten aus Kolosser 3, Vers 17. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn.